Guten Morgen, Leute. Heute laufe ich die Pietersbergwanderung. Und ich bin hier in Cannes, in Belgien. Ich hoffe, dass es trocken bleibt, denn es hat schon ein paar Tropfen gegeben heute Morgen auf dem Weg hierher. 22 Kilometer ist der Plan. Können 23 werden. Werden sehen. Muss mal gut schauen hier, denn ich muss hier irgendwo, glaube ich, über den Wasser. Oder was ist das hier? Muss mal sehen, wo ich hier bin. Das geht ja nicht. Ich glaube, dass ich ein Problem habe hier. Denn, mal schauen, ich hatte hier über die Brücke Ach, da ist eine Treppe. Da kann ich über die Brücke. Also okay. Es geht schon gut los. Da ist eine Treppe. Okay. Ja, das war Cannes, das Dorf, wo ich durchgelaufen bin. Das habe ich jetzt hinter mich gelassen. 22 Kilometer kommen auch in den Niederlanden, das ist eine Grenzwanderung. Sint-Petersberg und Enschede. Und ich werde erstmal schauen, dass ich hier die Treppe hochkomme. Denn ich muss hier über den, ich glaube, das ist das Albertkanal hier. Also, wir gehen hier die Treppe hoch. Geil. Denn ich muss übers Wasser. Und dann werde ich mich wieder melden. Es ist windig und kalt. Und ich habe meine Handschuhe vergessen. Naja, dann muss ich es ohne machen, ne? Das ist eine geile Brücke, ne? Bisschen rostig, aber es geht schon. Guck mal das Panorama, Leute. Und ich gehe hier die Treppe runter. Alles verschlossen, aber hier gibt es Grotten. Unglaublich. Schau dir das mal an. Wow.
Nach 1,53 Kilometer verlassen wir der Dorfkant wieder. Und haben schon einiges gesehen. Ne? Ein paar Grotten haben wir heute schon gesehen. Der Grotberg, wie das da stand. Ne? Geil, es geht schon gut los heute. Mezzanique, nous marche en Wallonie, Belgique. Also, wir wandern jetzt offiziell in Wallonien, Belgien. In den französischen Teil von Belgien. Und ja, ich laufe jetzt zwischen Wiesen und Hügeln hier. Es ist ein bisschen matschig, aber es geht hier ja noch einigermaßen. Muss die Kamera richtig halten. Das ist immer schwierig mit dieser Karte. Mit diesem kurzen Selfie-Stick. Aber ich muss einen neuen Selfie-Stick haben. Wird noch kommen. Ja. Es läuft sich gut, es ist nicht immer trocken, es ist nur sehr kalt in meine Hände. Ich bin ja meine Handschuhe vergessen. Selber schuld. Und ich glaube, ich weiß nicht, was ich da sehe kommen. Kommt da etwas? Es gibt hier Hügel, ne? Nein, kommt nichts. Wir laufen einfach weiter über diese Straße. Ja, da kommt ein Hund und eine Frau. Morgen. Und die sprechen auch Flämisch. Ja, dann hier in der Region sprechen sie auch Flämisch. Ne? Das geht ja auch noch. Ich habe schon ein wenig Französisch gehört, aber meistens, was ich höre, ist doch immer noch Flämisch. Also Niederländisch. Das ist ja sehr kurz hier an der Grenze mit Maastricht. Aber das ist kein Problem. Obwohl ich mit Französisch auch nicht so viel Probleme habe. Okay, ich wandere einfach weiter und werde mal sehen, was es alles zu sehen gibt auf dieser Strecke.
Regier. Der Matsch hat mich wieder. Oh, hier ist es matschig. Heiliger Scheiße. Oh mein Gott. Hier ist das richtig scheiße. Ganz vorsichtig laufen. Oh, das ist scheiße. Das ist richtig scheiße hier. Hei, hei, hei. Oh, je, je. Das ist schlecht. Das ist richtig schlecht. Verdammt glatt und sehr matschig. Oh je, ja. Das wird Schuhe putzen.
Da kommt noch einer. Unglaublich. Ja. 7,86 Kilometer gelaufen. 14,8 noch zu laufen. Ich komme jetzt von einer Höhe. Ja, da war ein ganz steiger Anstieg war da. Der war richtig heftig. Und da oben war es richtig, richtig kalt. Hier geht es wieder einigermaßen. Wir sind wieder etwas tiefer. Und das war schon richtig, richtig kalt. Und hier fliegen Düsenjets. Was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ändert sich ja etwas in der Welt, ne? Montagne Saint-Pierre. Also St. Petersberg, Leute. Wir sind ja. Dass ich diesen Berg nicht hochlaufen muss. Oh. Eine Schafshütte. Oder so etwas. Oh. Heiliger Scheiß ist das steil. Boah. La 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 la. Ich komme nur ganz langsam voran hier. Das ist schon der Hammer, ne? Boah. Aber wir schaffen es, bis da unten müssen wir. Das ist unglaublich, wie viele Meter das wir hier runtergegangen sind.
Guck mal da. Ei, ei, ei. Hab's kein Problem. Glaube ich nicht. Die dornige Strappe hier. So. So. Wow. Wow, wow, wow. Ach du Scheiße. Oh, oh. Ja Leute, bin wieder hochgelaufen. Hat sich gelohnt. Guck mal da, eine Grotte. Aber der andere Seite habe ich was viel Schöneres. Wow, guck mal da Leute, was haben wir dann hier? Auch eine Grotte mit Lizzie. Stückchen reinlaufen. Dann geht man wieder raus nach der Seite. Und man muss schon aufpassen, ne, dass man nicht sich verläuft hier. Aber da hat man etwas gemacht. Ne? Ach ja, da hat man eine Betondecke reingemacht. Okay. Das kann man ja nicht glauben. Ne? Hier hat man das alles ausgeschlagen. Ne? Und da kann man auch raus. Einfach ein Stück. Da kann man rein, sieht man. Ich bin vorsichtig, dann, ich möchte mich nicht verlaufen, aber so zu sehen laufen die tot. Glaube ich wenigstens, dass sie tot laufen. Nein, kommen hinter den aus. Oh, da geht es noch weiter. Ja, zurück. Ich möchte mich nicht verlaufen hier. Dann habe ich ein fettes Problem. Ich werde den Ausgang noch aufgebaut. Und da läuft es tot. Hier kann man auch noch ein Stück durch. Ja. Und dann läuft es auch, glaube ich, tot. Ne? Ja, läuft es auch tot. Also man kann sich hier nicht verlaufen. Und da läuft es noch, das ist die eine Seite, wo man raus kann. Der ist verschüttet. Also ist nicht so schlimm hier. Ist nicht so schlimm hier, Leute. Es geht. So groß ist es nicht. Warum das hier gemacht ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Also Leute, wir haben hier jetzt 10,5 Kilometer gelaufen. Müssen noch 12,3. Das geht ja noch. Und hier hat man auch noch etwas gemacht. Ne? Man sieht, wie man das ausgeschlagen hat. Oh. Hier geht ein schöner Wind. Ne? Hier kann man auch wieder einen Ausgang. Hier hat man auch wieder etwas gemacht. Hier kann man auch wieder rum.
Da gibt es auch wieder einen Eingang, der läuft noch weiter. Man sieht schon, ist schon eingestürzt, ne? Man muss schon Vorsicht verwalten hier. Der läuft tot, okay. Und der Seite ist auch tot. Hier hat man auch wieder Steine. Ja, hier ist auch wieder. Haben wir auch wieder etwas gemacht, ne? Sieht man. Aber der läuft da tot. Okay. Okay. Ja. Geht ja. Glücklicherweise ist es Winter. Sind die Dornen jetzt niedrig? Ja. Okay. Aber glaubt es nicht. Es geht weiter hier. Ist unglaublich, ne? Wahnsinn. Ah, das ist der Seite. Okay. Und da geht es auch wieder nach draußen. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Guck mal. Geht's auch weiter rein? Kann es nicht. Das ist hier unglaublich, was ich hier sehe. Wasser oder so, da ist ein Wassertrug. Kann sein. Also, man kann hier überall rein und rauslaufen, ne? Das ist unglaublich. Und das geht hier weiter und weiter, ne? Immer mehr Grotten. Ja, auch wieder eine. Unglaublich. Also, faszinierend. Faszinierend. Ja, auch wieder. Hier ist sogar eine Tür. Siehst du, eine Tür. Hier müssen wir nur einen Tag ausziehen, um das mal zu erkunden. Ne? Das ganze Dreh hier. Das ist das ganze Gebiet hier. Und ich glaube, es gibt es überall von die Grotten hier. Ja, hier auch wieder. Du kannst es nicht glauben, aber hier gibt es die nächste. Da laufen auch Menschen rein, das kann man sehen. Wahnsinn. Es ist Grotte nach Grotte nach Grotte. Hier auch wieder. Und du bist noch 12 Kilometer. Hier. Auch wieder ein Zugang. Jawohl. Da ist auch eine Grotte. Sehr niedrig. Eingestürzt so zu sehen. Hier gibt es noch mehr Grotten. Jawohl. Jede Menge von dem Zeug.
Ja Leute, nach dem Abenteuer in den Grotten bin ich noch immer da, ne? Haben da reingeschaut, ne? Alles schön, gut. Und ja, jetzt haben wir 11,4 Kilometer gelaufen und müssen wir noch 11,4. Das bedeutet, wir sitzen in die Mitte der Tour. Und wir laufen durch, wie sie an Französisch sagen, Pays-Bas. Ne? Pays-Bas. Also die Niederlande. Ja, wir laufen in die Niederlande. Und ja, es läuft sich hier gut und sieht ja, es ist eine asphaltierte Straße, gut breit. Da kann ich mich gut breit machen auf diese Straße, also das ist gut. Belgische Kennzeichen an der niederländischen Seite, ja, cool. Aber wir gehen einfach weiter und da gehen wir über ein Wasser. Oh, und da ist eine Brücke. Oh, ich muss jetzt mal die Kamera ausmachen, neu anmachen und dann euch mal lassen sehen, was hier vor mir liegt. Das ist geil. Das kann der Albert-Kanal sein. Ich habe keine Ahnung. Ich denke schon. Oder die Maas. Einen von den zwei. Maas glaube ich nicht. Aber ich glaube, an der anderen Seite sind wir zurück in Belgien. Es ist ein bisschen windig hier. Aber ich habe das Mikro an, also das ist nichts für ein Problem. Schauen wir mal hier die Brücke. Wahnsinn. Das ist ein Boot. Also ja. Ich glaube, nach der kurzen Abstecher in den Niederlanden kommen wir wieder in Belgien. Und das ist kalt auf die Brücke. Heiliger Scheiß ist das kalt. Boah. Er sagt, wir kommen auf die Rue de la Garage. Also die Rue de la Garage, das klingt ja nach Französisch, ne? Das klingt nach Belgien. Da waren wir schon mal drauf, ne? Also da wird die Strecke sich kreuzen da. Da kamen wir von rechts, gingen wir nach links. Also wir gingen da natürlich geradeaus. Und jetzt gehen wir da drüber, ne? Und da ist noch ein Fahrradfahrer. Ja, okay. Kann man auch machen, ne? Ja. Ich denke, dass wir in das Dorf kommen, wo wir waren. Denn das Wort, das Schild, das da steht, das sieht schon sehr belgisch aus. Ja. Ja, wir kommen zurück in Belgien, Leute. Bienvenue à Belgique. En Wallonie. Ah, Ponte la Naye. Nog 12 kilometer komen we uit Lanai, Vizé. Und ja, wir sind tatsächlich wieder in Belgien. Maastricht, Riemst, Bazegne, Lixhe und Vizé. Also, es ist wieder Französisch angesagt. Ich muss dringend an mein Französisch arbeiten, denn ich gehe auch für Luxemburg. Ne? Also ich muss da wieder ran.
Da ist die Brücke, ich hoffe, es zu erkennen ist auf der Kamera. Und da hinten Montant Saint-Pierre oder der St. Petersberg. Guck mal, was ein Panorama. Erstaunlich. Oh là là, c'est magnifique. Je veux voir cette place. Oh. Was ein Schmankerl, Leute. Wir sind hier auf einer Landzunge. Vorne und hinten ist Wasser. Und da kommt ein Boot. Eine Schleuse. Das muss die Maas sein. Die Maas nach Fisee. Nach 15,3 Kilometer laufe ich in Le Petit Nanay. Nanay. Oh Mann, ist das schwierig auszusprechen. Also das kleine Nanay laufe ich jetzt. Und von hier aus gehen wir weiter. Es geht gut, wir haben viel Wasser gesehen, ja. Ich saß da zwischen den Bergen und dem Wasser gequetscht. Villa Castrum. Da gibt es eine Villa. Da gibt es eine kleine Kirche da vorne. So zu sehen.
Die werde ich mal eben mit anschauen. Dass der Komoot mal eben im Arsch taucht. Ja. Eben mal ein Foto machen. Hör mal. Belgische Betonwegen. Ne? Alles Beton. Früher hatten wir ja alles Beton. Ne? Die ganze Autobahn war Beton. Ne? Da war tak, 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 tak. Und das ging Kilometer so. Heute geht das ja. Ich werde mich hier die Kapalle mal ansehen. Le Petit Nahai. Es geht wieder richtig hoch, Leute. Unglaublich. Ich werde heute richtig gefördert, ne? Was ein Brett. Sehen wir auch wieder den Mergel, ne? Sandstein. Das waren 200 Meter steil den Berg hoch. Heiliger Scheiße. Schau mal das Panorama. Oh Mann. Heiliger Scheiße. Vorne das sieht neu aus. Da hinten das sieht alt aus. Dann sieht man, wie die Gebäude früher aussahen, ne? Wenn die neu waren. Eine schöne Schweinerei. Boah. Ich hoffe jetzt über dem Gras. Wow. Das ist schon richtig alt. Da sehe ich die Brücke, wo wir drüber waren. Ich weiß nicht, ob man die in Kamera erkennen kann, aber ich kann sie sehen von hier. Da muss das Lanai sein. Nein? Ich weiß es nicht. Nein, ich glaube an dieser Seite des Wassers. Ich weiß es nicht sicher. Nein, weiß ich nicht. Weiß nicht. Bin mir nicht sicher. Wir sind wieder auf dem St. Petersberg, Leute. Also, wir öffnen zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Sonst darf man sich hier nicht bewegen. Aber das interessiert mich nicht. Ich laufe einfach weiter. 17,2 Kilometer. Brauche noch 5,8 Kilometer. Es geht voran, Leute.
Eine Teufelsgrotte. Instortingsgefahr. Non-G Kollaps. Es geht runter, Leute, es geht runter. Und richtig. Guck mal. Vorne. Was ein Panorama. Das ist Maastricht, wenn es gut ist. ...19,8 Kilometer, 4,5 zu gehen. ...20 Kilometer sind voll, Leute. Und schau mal hier vorne, da muss ich wahrscheinlich hoch. ...21 Kilometer und 3,32 Kilometer. Schloss Kirchkann, glaube ich. Sieht danach aus, ja, das ist ein Restaurant. Der Kräutergarten von Château-Nircan. Ich bin jetzt durch den Château-Nircan gelaufen. Ich habe auch viele Fotos gemacht. Jetzt brauchen wir noch 2,22 Kilometer bis zum Auto. Und da sehe ich die Weiße Brücke wieder, die man schon mehrmals verfolgt hat. Ich muss weiter nach unten, sagt Komoot. Wo das dann? Nach 22,4 Kilometer, hart erkämpfte Kilometer, laufe ich jetzt wieder endlich in Belgien. Bin ich weg aus den Niederlanden. Und sind wir wieder in Cannes. Es sind nur noch 2 Kilometer, gute 2 Kilometer bis zu Auto. Die werden wir auch noch schaffen. Und dann werden wir auf 24. Ich denke, dass wir schon auf 25 Kilometer kommen heute. Das kann nicht wahr sein.
Ich bin wieder zu Hause vor meinem PC. Ja, wir haben gelaufen die Tour zum Pietersberg. Ne? Angefangen in Belgien. Und dann sind wir von Cannes über einige Dörfer nach dem Pietersberg gelaufen. Ne? Monton, Saint-Pierre. Saint-Pierre, ja, Saint-Pierre auf Französisch. Monton Saint-Pierre. Und da waren schon einige Steigungen drin. Das war unglaublich. Ne? Das war richtig heftig. Bin auch in einige Grotten rein gewesen. Ja, habe ich auch gefilmt. Muss man sehen, was ich davon machen kann. Wir hatten 22,6 Kilometer gelaufen heute. In 5 Stunden und 28 Minuten. Okay. 4,1 Kilometer Schnitt. Ja, mit all den Aufnahmen machen und all die Steigungen kann das ja etwas weniger sein. Ja? Und dann waren ja richtige Steigungen, unglaublich. Ich werde euch niemand anraten, diese Tour umzudrehen. Denn da ist eine Steigung, da geht es richtig hoch. Das war ja bei die Hütte da, ne? Weil ich da runterkam bei den, was war das, NC-Gelände oder so etwas? Ich habe keine Ahnung, was es da für eine Firma war, die da war. Da war so ein ganzes großes Industriegelände, ne? Und da ging es ja richtig, richtig runter. Hatte ich schon Schwierigkeiten mit runterlaufen. Als du da hoch musst, dann, ich wünsche dir viel Erfolg. Ich war froh, dass ich die Tour nicht anders umgeplant habe. Ja, waren noch Höhenmeter. 330 runter. Also haben so 330 Höhenmeter. Das ist doch schon für diese Tour doch schon, hatte ich nicht erwartet. So viel. Das Wetter war gut. Es war ein klein bisschen Sonne im Mittag. Die kam mal raus, schauen, was ich machte. Und weiter war es ja wolkig. Es gab glücklicherweise keinen Regen. Es war bitterkalt. Wo ich da auf dem Plateau war, da war es ganz hoch, da war es richtig kalt. Boah. Okay. Für die nächste Wanderung weiß ich noch nicht, was ich da mache. Ich habe noch nichts geplant. Noch nicht. Die Fotos von dieser Wanderung, das sind 76, glaube ich. Sind jede Menge. Die werde ich jetzt wieder auf Patreon hochladen. Die werde auch wieder im Video, werde ich auch wieder werde auch eingeladen werden. Da werde ich auch montiert. Ja, das sind einige schöne Fotos dabei. Sehr schöne Fotos. Und da war auch hier eine mit einem, Tja, was machte der da? Frage ich mich auch, ja. Mit einem Tent, ne? Was macht der da? Ich habe nicht reingeschaut, aber fand ich schon ein bisschen fremd, ne? Dass die da stand. Okay. Fand ich ein bisschen fremd. Einige Kirchen, schöne Grotten, ne? Kapellen. Oh ja, wir haben auch noch einen, wie heißt das wieder? Ich bin das komplett weg. Eine Schleuse gesehen, ja, das stimmt ja, eine Schleuse haben wir auch gesehen heute, ja, stimmt. Eine Kapelle. Das hier war ja eine Brücke. Kann eine Eisenbahnbrücke oder so etwas sein, ich habe keine Ahnung. Das war die Villa, ne? Die Villa, weiß ich nicht mehr, wie die hieß. Aber Villa Gastort war das ja. Die haben wir auch gesehen. Das war die Teufelsgrotte. Tja. Einsturzgefährdet, ne? Da konnte man nicht rein. Einsturzgefährdet. Kann sein. Und das war natürlich hier, dachte ich auch, dass ich hoch muss, aber glücklicherweise ging es nach rechts. Aber
auch da ging es hoch. Also das war keine Lösung. Gut Leute, Château Nirgande, da bin ich durchgelaufen, habe meine Fotos gemacht. Und da waren wir wieder zurück in Cannes. Das ist die ganze Strecke, die ich da gelaufen bin. Und da sieht man auch, dass wir da über eine Landzunge gelaufen sind. Ne? Ja, das war eine Landzunge. Beide Seiten Wasser. Und hier sieht man das Höheprofil. Da sieht man auch manchmal, hier gingen wir richtig runter. Das war nach 8,49 Kilometer. Das kann schon bei das Industriegelände sein, wo es so steil runterging. Klein und hier ging es auch richtig hoch. Ne? Hier hinten nochmal. Ja Leute, also wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, Daumen hoch. Sag es weiter. Die nächste Wanderung kommt wieder, das garantiert, da kommt eine neue Wanderung. Ich muss mal eben denken, ich habe jetzt Freitag gelaufen. Das war Freitag, der 7. Februar. Freitag, der 7. Februar ist heute, ja. Muss mal denken, dieses Wochenende muss ich arbeiten, da am Freitag laufen. Nächste Wochenende bin ich frei, soweit ich weiß. Also dann kann ich wieder eine Wanderung planen. Ich denke, dass es eine Wanderung in den Niederlanden wird. Ja, muss mal sehen, wo, auf irgendwo Wals oder wo, ich weiß noch nicht wo. Ich muss mal sehen, was ich da machen kann. Ja, dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Und dann wünsche ich Ihnen eine schöne Woche. Ciao, ciao, Ihr Theo.